Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch ein paar Muster, die man auch als Bündchenmuster verwenden kann. Das ist das erste Muster, so schaut es aus. Das zieht sich auch schön zusammen. Also wenn man irgendwas Besonderes machen möchte, statt einfaches Bündchen, kann man dieses Muster auch zum Beispiel verwenden. So schaut es auf der rechten Seite aus, so schaut dann die linke Seite aus. Dann stricken wir noch das zweite Muster, das ist hier oben. Das zieht sich nicht mehr so schön zusammen wie unten. Wenn man das aber etwas, wenn man den Rand zum Beispiel nicht so eng gestalten möchte, kann man das Muster auch als Bündchenmuster verwenden. Das kann man sogar beidseitig verwenden. So schaut die rechte Seite aus und so schaut die linke Seite aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Für das Muster habe ich die Maschen schon mal angeschlagen. Maschenanzahl ist teilbar durch 5 plus 4 Maschen. Ich habe zum Beispiel 29 Maschen angeschlagen, also 25 plus 4. So. Und jetzt stricken wir die erste Reihe. So, die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt stricke ich 2 Maschen links, die erste linke Masche, die zweite linke Masche. Jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Und diese 5 Maschen ist unser Musterrapport. Also nochmal 2 Maschen links, eine rechts, eine links, eine rechts. Wir wiederholen 2 Maschen links, eine Masche rechts, links, rechts. Nochmal 2 Maschen links, rechts, links, rechts. Also Musterrapport sind dann diese 5 Maschen und ich wiederhole das letzte Mal. 2 Maschen links, rechts, links, rechts und am Ende der Reihe stricke ich 2 linke Maschen. So, die letzte Masche stricke ich immer rechts, man kann die aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. Und jetzt wende ich das Ganze. So, also wie ich schon sagte, die letzte Masche habe ich rechts gestrickt, deswegen nehme ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden nach vorne lege und dann die Randmasche abhebe. So, die zweite Reihe stricke ich jetzt 2 Maschen rechts, jetzt stricke ich 3 Maschen links. Wir haben in der Vorreihe da rechts, links, rechts gestrickt und jetzt stricke ich aber alle Maschen links. Zwei Maschen rechts. Wir haben davor 2 Maschen links gestrickt und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Jetzt wiederholen wir 3 Maschen links, 2 Maschen rechts. Also rechte Maschen über den rechten Maschen, das bleibt, und dann 3 Maschen links. Zwei Maschen rechts, 3 Maschen links.
Und am Ende der Reihe stricke ich 3 Maschen links und 2 letzten Maschen stricke ich rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. Man kann die aber auch links stricken. So schaut es aus. Wie gesagt, die rechten Maschen, die bleiben und hier in der Mitte haben wir 3 linke Maschen gestrickt. Jetzt wende ich das Ganze und wir wiederholen jetzt alles ab der ersten Reihe. Also Musterrabot besteht bloß nur aus 2 Reihen. Also die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen links. Und jetzt stricke ich rechts, links, rechts. 2 Maschen links, rechts, links, rechts. Und so stricke ich dann, bis ich am Ende der Reihe ankomme. 2 Maschen links, rechts, links, rechts. Ich stricke hier keine verkreuzten rechten Maschen. Das ist einfach eine andere Strickweise. Ich stricke die linke Masche so, dass ich hier die rechte Schlinge verstricke, je nachdem wie ihr strickt, also damit sich die Maschen nicht verkreuzen. Ich habe auch dazu schon ein Video gedreht, wie man die Maschen praktisch strickt. Und so stricke ich dann weiter. So, und am Ende der Reihe stricke ich wieder 2 linke Maschen und die letzte Masche stricke ich rechts. Und die nächste Reihe stricken wir genauso wie die zweite Reihe. Also die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, also die rechten Maschen nach Muster. Und jetzt stricke ich 3 Maschen links. 1, 2 und 3. 2 Maschen rechts, 3 Maschen links. Also die zweite Masche haben wir davor als eine rechte Masche und ich nehme mir diese rechte Schlinge auf der rechten Seite und die verstricke ich dann, damit die Masche nicht verkreuzt wird. Und so stricke ich bis ich am Ende der Reihe ankomme. Und am Ende der Reihe stricke ich 2 rechte Maschen und die Randmasche. Und so stricken wir das Muster dann weiter. Also ich habe jetzt ein paar Reihen gestrickt, so schaut das Muster nochmal aus. Und jetzt stricken wir mit euch das zweite Muster, dieses obere. So schaut das zweite Muster aus. Für das zweite Muster habe ich die Maschen angeschlagen. Die Maschenanzahl ist teilbar durch 6 plus 2 Maschen. Zum Beispiel 6 mal 3 sind 18 plus 2 20 Maschen. So. Und ich stricke jetzt in die ersten Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. 3 Maschen links. 3 Maschen rechts. 3 Maschen links. Das ist unser Musterrabot für die erste Reihe. 3 Maschen rechts und 3 Maschen links. Die Randmasche stricke ich immer rechts, man kann diese aber auch links stricken. Die zweite Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Also weil ich die letzte Masche rechts gestrickt habe, hebe ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden nach vorne lege und dann die erste Masche abhebe. Und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. Alle Maschen, die wir bis jetzt gestrickt haben, stricke ich alle rechts.
Und die letzte Randmasche stricke ich auch rechts. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt. So, jetzt stricken wir genauso wie die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich 3 Maschen rechts, 3 Maschen links, 3 Maschen rechts, 3 Maschen links. Und die letzte Randmasche stricke ich rechts. Also die linken Maschen, die stricken wir nach Muster. Hier und hier stricken wir die rechten Maschen. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Da stricken wir alle Maschen links. Alle Maschen rechts meine ich. Alle Maschen werden rechts gestrickt. So schaut das auf der linken Seite aus. Und jetzt schauen wir nochmal die rechte Seite an. So schaut die rechte Seite aus. Und dann sehen wir schon, also die linken Maschen stricken wir wieder links. Und hier stricken wir die rechten Maschen. Also wir beginnen wieder mit der Randmasche. Die hebe ich ab. 3 Maschen rechts, 3 Maschen links. Und so stricken wir dann einfach weiter. So, am Ende der Reihe stricke ich 3 Maschen links und die Randmasche. So schaut es aus. Also ich stricke dann noch ein paar Reihen, um das Muster besser zu sehen. So schauen beide Muster nochmal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.